Dream is situated inside a game universe. What was the question again? Can't remember. It was very much about empowering people. Sorry, I'm talking too much. Let's do it. Hier in Guildford werkeln Studios wie Supermassive Games, Criterion Games, Hello Games und unter anderem Media Molecule an ihren Spielen. Media Molecule sind vor allem verantwortlich für Little Big Planet und Tearaway. Ihr kommendes Spiel, Dreams, ist eine Art Spielebaukasten. Und was Media Molecule so besonders macht und was vor allem auch den Spielebaukasten Dreams so besonders macht, wie es überhaupt ist, statt in einer Metropole wie London hier in einer Kleinstadt in Südostengland zu entwickeln, das alles werde ich herausfinden und natürlich auch die Frage stellen, kann man denn in Dreams wirklich seine Träume verwirklichen? In seinen Träumen ist der Mensch ein Genie. Diese Worte stammen von Akira Kurosawa, einem der einflussreichsten Filmemacher aller Zeiten. Kurosawas Satz beschreibt so ziemlich genau die Grundlage von Dreams. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch erschaffen. Als Media Molecule den Titel auf der E3 2015 ankündigte, konnte noch niemand erahnen, was genau dahinter steckt. Alles, was du in diesem Trailer siehst, wurde auf einer PS4 in Dreams erstellt, hieß es. Es war ein wundervoll verträumter Teaser, aber eben auch undeutlich. Erst im Dezember 2018 sollte die Creator Beta Aufschluss geben, was Dreams denn nun wirklich darstellt. 6 Wochen lang hatten Spieler schon mal die Möglichkeit, Dreams kennenzulernen. Angefangen mit einer direkten Message an die Spieler. Hello! Hi and welcome to the Dreams Beta. We're super happy to have you here. Lost. I know! Lost. Über einem wunderbar atmosphärischen Intro, ehe man sich schon mal mit dem Home Space Editor vertraut machen konnte. Eine Art Hubworld, in der man erste Schritte lernt, um die Umgebung zu beeinflussen. Von hier aus startet ein übergangsloser Spielplatz der Kreativität mit unbestimmtem Ausgang und endlosen Möglichkeiten. Aufgeteilt ist das Ganze in Dream Surfing und Dream Shaping. Um zu verdeutlichen, was in Dreams alles möglich ist, widmen wir uns doch erstmal dem Dream Surfing. Hier befinden sich jegliche Projekte der Community. Sowohl einzelne Assets als auch bereits fertiggestellte Projekte. Innerhalb kürzester Zeit wurden so allerlei kreative Minispiele in Dreams kreiert. Deutlich wurde vor allem die Genrevielfalt. Beta-Teilnehmer bauten in kürzester Zeit bekannte Spiele nach, darunter ein Super Mario Level, PT, welches 2014 als Demo für Konamis gekennzeltes Silent Hills veröffentlicht wurde, oder aber auch Cuphead, sogar in der 3D-Perspektive. Viel spannender waren aber vor allem die Titel, die frei aus den Köpfen der Community entstanden sind. Von 2D-Jump'n'Runs wie dem schwierigen Jump Souls über Shooter-Prototypen wie Prometheus tobten sich die Beta-Teilnehmer innerhalb 6 Wochen ordentlich aus. In The Encounter wurde sogar gezeigt, dass auch realistische Umgebungen wie diese Raumstation möglich sind. Selbst Lichteffekte bekamen Spieler innerhalb kürzester Zeit wie hier in Curiosity schon sehr gut umgesetzt. Eines meiner Favoriten war auch dieses beruhigende, fast schon philosophisch angehauchte Spiel. In Offroad-Lands fahrt ihr durch eine Landschaft, die immer surrealer wird und viel Raum zur Interpretation gibt. Die Vielfalt der Projekte, die schon in der Beta kreiert wurden, offenbarten bereits das unglaubliche Potenzial von Dreams. I was very impressed in the beta beyond imagination, considering that it's only 6 weeks. The range from very cartoon styles to very architectural ones to very stylistic. Seeing the variety that people have and using the lighting in ways that we didn't imagine. There was an artist who used very shiny materials and the light in a certain way that made it look like a cartoon engine. We never really intended that combination to create that look, but that person found a different style out of the combinations of tools. So definitely very surprised and always amazed by what people are doing. Dabei wurden die Beta-Teilnehmer zwar schon ziemlich sanft in einige liebevoll gestaltete Tutorials eingeführt, aber es waren eben bei weitem nicht alle Tutorials integriert. Wie man Charaktere gestaltet und animiert, wurde beispielsweise noch nicht gezeigt. Yeah, the things that people were making in the beta just blew our minds because, I mean, tutorial-wise, we literally gave away just a few tutorials to get people up and running, but they were doing stuff that's way beyond what those tutorials teach. So they've just worked things out essentially.
And community people have been making tutorials already and publishing them on YouTube. So the fact that people have just really got stuck in and doing stuff is just brilliant. And some of the things that really really excite me is the concept of how serious some people are taking it. They'll put up a little trailer for their game that they're going to make, and they've already formed a team with people that they've met in the community, and they're putting their design documents up on the internet, and it's fantastic to see people really engaging with it like that. So yeah, it's just brilliant. Dreams wird entweder mit den Bewegungssensoren und Buttons des DualShock-Controllers gesteuert, mit den guten alten Move-Controllern, die ihr vielleicht noch aus der PlayStation 3-Ära kennt, oder einer Kombination aus beidem. Beide Eingabegeräte haben ihre Vor- und Nachteile und bedienen sich sehr unterschiedlich. Da sich unter den 21.000 Beta-Teilnehmern nur etwa 1.900 Move-Controller-Nutzer befanden, erläutere ich hier mal die Steuerung am Beispiel DualShock-Controller. Der Cursor selbst stellt eine Art Ingame-Figur dar, den sogenannten Imp. Er ist sozusagen eure Maus. Und mit seinem leuchtenden Ende wählt ihr Objekte und Tools aus oder klickt euch durch die Menüs. Wenn ihr beispielsweise eine einfache Form erstellt, könnt ihr sie nun mit verschiedenen Tools skalieren, stauchen, einfärben oder animieren. Greift ihr euch beispielsweise mit R2 ein Objekt und wollt es auf einem anderen platzieren, könnt ihr mit dem Druck, den ihr auf die Taste ausübt, regulieren, wie stark die Bewegung ist. So werden auch erstaunlich feine Detailarbeiten möglich. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr jederzeit vom Creative-Modus in den Ingame-Modus springen und dort eure Kreation betrachten, abspielen oder ausprobieren. Das Wichtigste ist zum einen zu wissen, wo was genau ist. Ebenso relevant ist dann die Navigation im dreidimensionalen Raum, ohne dabei die Orientierung zu verlieren. Damit man immer die Übersicht behält, ist der Imp in der Lage, jedes Objekt im Raum jederzeit zu greifen. Nun ist es möglich, sich ans Objekt heranzuziehen, wegzustoßen oder sich drumherum zu bewegen. Das klingt alles etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich zumindest konnte mich relativ schnell mit dem Steuerungsschema vertraut machen. Es ist faszinierend, wie Dreams die Manipulation von Objekten vom realen Raum innerhalb des Spiels nahezu perfekt reproduziert. Das konnte man so bisher nur in VR erleben. There's a lot of technology, but it's all there to support the creators. You know, we didn't start with some kind of game engine and then how do we make an editor for it? It's been fundamentally initially about the editing process. You know, you could create sculpts and animations before there was any physics, before there was any kind of notion of a game there. It was very much about empowering people. Dabei gibt es lediglich 3 Beschränkungen. Erstens, pornografische Inhalte werden vom Server gelöscht. Zweitens, sollten andere Publisher oder Entwickler sich bei Media Molecule melden, da sie ein Problem mit dem Nachbilden von ihren Spielen haben, werden diese ebenfalls vom öffentlichen Server entfernt. Drittens, im Speicher sind natürliche Limits vorhanden. Eine Art Datenuhr gibt euch Aufschluss darüber, wie hoch die technische Auslastung eures Projekts ist. Deswegen sollte die Datenmenge der Assets, die in Dreams kreiert werden, möglichst gering sein. Vor allem aber wird der kreative Prozess gespeichert, also die Art, wie ihr Inhalte kreiert. Dadurch sind viele, sogar aufwendig erstellte Levels kleiner als 1 Megabyte. Wichtig ist hierbei auch das Streaming. Während man ein Level spielt, wird das nächste bereits geladen, ohne Ladebildschirme. Dreams ist also Unity, Tiltbrush, Photoshop und ganz viele andere Tools in einem. Damit das Ganze aber ineinander übergreift und einfacher zu handeln ist für die Leute, hat sich Media Molecule ganz viele besondere Sachen einfallen lassen. Denn Dreams ist viel mehr als das. Viel mehr als die Summe, die in richtigen Minispielen mündet. Ja, Dreams basiert eben auf User-Generated Content, also Inhalten, die von Spieler für Spieler kreiert werden. Das bedeutet allerdings nicht nur, dass einzelne Individuen ihre Spiele für andere freigeben. Stattdessen können Assets von anderen genutzt werden, die dann natürlich auch in den Credits des Projekts erwähnt werden. Braucht ihr beispielsweise einen Baum, müsst ihr ihn also nicht umständlich selbst bauen, sondern einfach nur Baum suchen und schon könnt ihr euch von Inhalten anderer bedienen, um euer Projekt schneller zu verwirklichen. Diese Remix-Version ist damit essentiell, um nicht alles von Grund auf neu erstellen zu müssen. Ja, die ein oder andere Person kann durch all die Möglichkeiten immer noch schnell erschlagen werden. Doch auch wer weder Talent noch die Muße hat, um tolle Inhalte von Grund auf selbst zu produzieren, kann sich in Dreams wohlfühlen.
I personally never use or like to use the word talent because there's something mean about it. Like it makes it almost suggest that there are people who have something and people who haven't, and will always be that way. Although if you look at a bunch of kids, 5-year-old kids, you get 40 of them, and you give them colors, none of them will say, I'm sorry, I'm not talented, I'm not going to paint. Everybody will take the crayons and everybody will have a go. So talent is an adult concept. It's a label that we give people after the fact and never before. Zum einen kann man also Assets von anderen suchen und in seinem Projekt benutzen. Eine weitere Möglichkeit, die Dreams so besonders macht, ist die Arbeit mehrerer Spieler gleichzeitig an einem gemeinsamen Projekt. Okay, so creatively working together, I think, is the most exciting thing about Dreams. Because sure, we have these kind of creative tools, but often I just don't have the time, or I know that somebody else might be able to do that better, and it's not really my focus. Like if I've made a cool character, do I want to spend the time making the sounds for them? Well, if someone else is really good at that, and then I can just take what they've made, then all the better. So we've made sure that everything is very kind of modular. You can very easily, at any time, just search to find things that people have published, and just take anything that anyone's made. And people have to choose to make them available, but you really want to. So we've made sure that I've made some objects that you're proud of. You really want other people to find them and use them, because then if their level of creation gets some credit, then you get credit. Nicht nur die Minispiele selbst, ja auch Zwischensequenzen, Voice-Acting, Soundeffekte und sogar die Musik werden in Dreams kreiert. Aber auch hier heißt es, die Einstiegshürde gering halten. So the music tools in Dreams are a great example of how we cater for lots of different skill ranges. So let's say you've made a scene and you want to put some music in it. The very easiest thing you can do is find a piece of music that someone else has made and put it in. Anyone can do that, so that's just your taste. I like that, I don't like that. And the sort of next step beyond that would be to collage a piece of music together. So you can take lots of pre-existing clips that people have made. So you can take a cool drum loop that someone's made and a cool bass line that someone's made and just collage them together and construct a piece of music like that. So that's really easy too. But then obviously you'll realise that those clips that you're using were made in the tool as well. So you can actually go and make your own little clips with the instruments that we give you. But then you can go deeper and go, well, actually you can make your own instruments if you want to and import your own sounds. And so you can go right down to the granular level and make music. I'm really looking forward to someone actually making an album using Dreams. Dementsprechend könnt ihr auch hier einfach nur durch Rumprobieren richtig tolle Musikstücke oder Soundeffekte erschaffen. Das heißt aber nicht, dass Musik random generiert wird und Musikliebhaber sich nicht so richtig austoben können. Wenn ihr wollt, könnt ihr richtige Musikstücke über die Second-Screen-Funktion in Dreams.me importieren und somit auch sehr professionell arbeiten. Doch der Schlüssel zum Erfolg bleibt die Zugänglichkeit. So we try to make the accessibility work from a gaming mentality, from a tool design mentality, from a tutorial educational mentality, all together to try to invite people to have a go. Wer hingegen tiefer in die Materie reingehen will, kann seine Skills mit Hilfe der Masterclasses verbessern. Hier geben Media Molecules Entwickler per Videobotschaften weitere Tipps und Tricks. Heißt, der Art Director zeigt etwas tiefgründiger die Tools im Art Design, Level Designer erklären, wie ihr am besten eure Level baut, Charakterdesigner, wie ihr Ingame-Charaktere modelliert und so weiter und so fort. Spannend ist auch die Möglichkeit, das Ganze in PlayStation VR zu erleben. Sowohl das Kreieren von Spielen per Virtual Reality, als auch das Erstellen von VR-Spielen selbst. In einzelnen Galerien, wie dieser hier, kann man sich außerdem diverse Werke anschauen, die dank VR noch beeindruckender erscheinen. Das Potenzial ist riesig, auch wenn Dreams in der Early Access-Version noch nicht in VR spielbar sein wird. At the start of Early Access, the VR won't be available. It sort of comes and later. I'm not sure when we've announced that will be. But so most things just work the same in both. But there's certain things where your choice about how cameras work and how some controls work is a bit different. We have some ways of doing that, so you can just take your existing level and it mostly works. And then you can make some little adjustments to make it more comfortable in VR. But the exact way we're doing that, we're still fine-tuning that, which is why it's not finished yet. Und bis dahin werden die Entwickler noch an allem polischen, was nicht das Erstellen von Inhalten angeht.
Zum einen wird es ihm diese PSVR-Möglichkeit geben, zum anderen aber auch eine Story-Kampagne. Is she here? I found you. Fakt ist, Dreams ist ein Produkt, das es so auf dem Konsolenmarkt noch nie gab. Dementsprechend herausfordernd ist es sowohl für die Entwickler als auch für uns Spieler, jegliche Erfahrungen und Konventionen hinter sich zu lassen. One of the biggest challenges is that the natural instincts we have is to recreate the professional tools that we're used to using and just sort of somehow make it so you can do that same thing that you do with a mouse and a keyboard, with a controller. But that doesn't fit the ergonomics of a controller, and it's not fun. So the challenge is always to try and throw away, like, forget that we're professional game developers. We still have the ambition, we still want to make great things, but we don't want to make it in the same annoying, boring, slow, tedious way that we're used to working. We want to kind of... There's this idea that if you watch like a Hollywood film where it shows people making games, right? And they'll be having loads of fun doing it. They're using a controller and it's very kind of dynamic and they're moving around a lot. That's how you should make games. It shouldn't be this very slow, tedious process where you do this and then you press a button and the computer says, no, that was wrong. Because that's what we're used to doing, day in, day out. Trying to make a process where it's very dynamic. You're just trying things out. You have an idea, you make something, you take something someone made, you change it, they change it. That's how the process should be. So trying to create this sort of feeling of it being a creative jam and it not just being a kind of a serious job. I think one of the trickiest things was understanding who we're aiming it at, because it's a console experience. So it needs to be something that you can do sitting on your sofa with a controller and just be casual with it if you like. But at the same time, because we were making a game ourselves, using the tools, we're having to serve professional developers. So the people here are very demanding. Oh, I need to be able to do my surround sound, blah, 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 lots of technical things. So we've catered for that as well. So getting that spread, if you like, was not easy, but we've got there in the end. Vor ein paar Jahren waren es noch Survival Games. Nun lautet die Devise Battle Royale. In der Spieleindustrie wird immer mehr den Trends gefolgt, um Risiken zu vermeiden. Zumal Videospielentwicklung eines der härtesten Geschäfte der Unterhaltungsindustrie ist. It's a nightmare. Oh yeah, so making something like Dreams is very different to making a traditional game. And it's varied between being incredibly exciting and a complete nightmare. It's definitely there's been a lot of hard challenges, but we've pushed through and we've got there. I mean, thanks to Sony actually, they've given us a lot of rope and a lot of leeway to do this thing. So ultimately, where we are now, I can look back and go, yes, it's been amazing. But if I'm honest, there'll be some moments when I wanted to kill people. So ein Projekt wie Dreams zu verwirklichen, bedarf nicht nur Kreativität, sondern auch enorm viele Freiheiten. Mit Supporter Sony Interactive Entertainment im Rücken entstanden hier Spiele wie No Man's Sky unter Hello Games oder Until Dawn unter Supermassive Games. Daneben werkelte hier auch Fireproof Games an der The Room-Reihe, während EA gleich 2 Studios in Guildford stationiert, die sich vor allem der Burnout- und Need for Speed-Reihe widmen. Criterion Games und Ghost Games. Well, the nice thing, I mean, there's so many game developers here in such a smaller area, so it's really you run into them a lot more, and there's I think a bigger sense of community than there is in other places that maybe have as many developers, but everybody lives further apart and is just more disconnected. And especially because everybody here kind of has grown out of, as you know, maybe from like 25 or 30 years ago though, the kind of same studios and the same culture and vibe, and the new people have come in with that. Like, there is a very connected game developer culture in Guildford that I think is very unique to this place. Yeah, I mean, there was a joke we used to say that all the Guildford games look like the area. So Fable, there's a small town outside called Godalming, which is like the kind of countryside version of this city, small city. And it's basically Fable. Basically, if you've ever played Fable, it just looks like Godalming. I don't know if the beginning of Little Big Planet kind of looks Guildford-y.
I don't know what Dreams is. I mean, it's got though. like a garden vibe of of here. Like this is a very outdoor, like sort of quaint and woodsy and I mean, it's handcrafted. I like you say, it's a bunch of old friends, Bullfrog, Lionhead, Criterion, Hello Games. I think there's like 50 startups now. Something like, It's really cool. So yeah, it's a lovely place to make games. Yeah, I don't know. Allerlei bunte Farben stechen ins Auge. Instrumente sind quer im Studio verteilt. Entertainment-Stationen aufgebaut. In jeder Ecke kann man mal kurz runterkommen und neue Kräfte sammeln. Ich durfte schon einige Studios wie DICE in Stockholm und das Ubisoft Paris Studio besuchen. Doch Media Molecule ist anders. Anders als viele AAA-Studios nimmt sich Media Molecule nicht einfach das Silicon Valley als Vorbild, um eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Ihr Studio strömt vor Kreativität, Detailverliebtheit und Harmonie. We're all growing up. I think the studio is getting older, the industry is growing up. We've all got challenges. Making a game like Dreams is hard, but I'm really proud, and a lot of the credit goes to the team, like Siobhan and Mags and the chefs we have here and stuff. It's about making people's lives good while they're making the game. So we haven't crunched like the 90s. Like, it's been hard work, and people have put a lot of time in, but I'm really proud that it's a good environment to make games. I think it's a pretty good place to make games. And that doesn't mean we're perfect. And one of the things I think we could really improve on, just to bring it back, I think, to Dreams, is the idea that different kinds of people can make games. We were talking before the camera was rolling about we were hiring people from Little Big Planet, and we heard that like Insomniac and Ted Price were saying on a podcast that for the Spider-Man team they hired someone from Little Big Planet community, and I'm like, holy, more swearing, that's really great. And we want to do that more with Dreams. I want more people to make games. I want more people to experience the joy of making games, not just the crunch nightmare of making games. So I'm proud that we haven't had to crunch too hard, and I'm proud that the game we put out there into your hands is going to let people who maybe never thought of making games before, like maybe they thought they were just going to enjoy playing, and then Trojan Horse, 3 hours later they've made something in Dreams and they're like, oh wow. Sowohl Guildford als auch das Entwicklerstudio selbst fördern Kreativität und Freiheiten. Das ist es, was Media Molecule auszeichnet. Ihr so ambitioniertes Projekt kann eben auch nur erfolgreich werden, wenn auch ihr da draußen euch dieser beiden Grundlagen bedienen wollt. Wenn ihr dazu bereit seid, habt ihr einen riesigen Vorteil gegenüber vielen professionellen Entwicklern. Statt Trends zu folgen, um Risiken zu vermeiden, könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen, ohne Risiken. You know what I'm most proud of is that we're releasing it. So the thing that makes me super happy and making me smile is we did the beta and we were blown away by what. And it sounds like I'm just saying it like PR, but honestly, I was unexpectedly amazed by how wonderful the stuff is that people have made. So we were stuck for 6 years making this thing, and you get tired. Like, even though it's wonderful, even though I love it, even though it's like my magnum opus, and that all 70 of us or whatever it is are slaving really hard, you lose. A game isn't a game until it's in the hands of gamers. And so for Dreams to be coming out right now is like so good. I really want to swear a lot because it's like, it's so exciting. No swearing. But to your point, Yeah. like doing anything that's like new and creative and tries to do what Dreams does comes with like unique challenges that we will face and will make Alex like, tear his hair out and everything else. But what we get in return from seeing it in the hands of community and seeing people play and seeing people create and pushing them to find some new things and the stories that they share back with us is like a different kind of reward than maybe other developers even get. So like there's a huge trade-off when you're working in a creative space because it's like a very emotional, very like special, and like every game developer gets a payoff to what they do when they see people play it and see people enjoy it. But I think ours like sort of strikes at this sort of maker heart of Media Molecule that is like really special. Wir alle verlieren uns gerne im Eskapismus. Wir tauchen in fremde Welten ab, indem wir lesen, hören, schauen, spielen. Dreams aber vereinfacht es uns, nicht in andere Welten zu flüchten, sondern eigene zu schaffen. Dreams erlaubt es uns auszuprobieren, frei zu denken und zu träumen. Und dort, in seinen Träumen, ist der Mensch eben ein Genie.
Einen guten halben Tag konnte ich jetzt hier bei Media Molecule verbringen, um mit den Leuten zu sprechen, um ein bisschen zu schauen, was wird in der Early Access Version alles dabei sein von Dreams schon mal. Die Beta war ja gerade erst und dort haben die Leute schon sehr viel coolen Kram kreiert. Jetzt haben einige gesagt, okay, das ist mir irgendwie ein bisschen zu kompliziert, ich habe nicht das größte Talent, um irgendwas zu kreieren. Das Schöne ist aber, und das ist der größte Pluspunkt, den Dreams hat, dass Media Molecule einfach weiß, dass die Entwickler wissen, wie sie die Leute heranführen, wie sie wirklich euch an die Hand nehmen und wirklich ganz sanft erstmal so ein paar Tutorials vorzeigen, um zu erklären, wie was genau funktioniert. Und wenn ihr aber auf der anderen Seite gar keinen Bock habt, irgendwas selbst zu kreieren oder auch gar kein Talent habt, um das zu tun, dann könnt ihr eben die ganzen Minispiele spielen, die man ja in der Beta auch schon gesehen hat. Das heißt, man hat viel Abwechslung, man hat wirklich viel, das man erleben kann in Dreams. Und ich freue mich darauf, über alles oder auf alles, was dort so kommen wird. Das war auf jeden Fall ein schöner Tag hier im sehr angenehmen Media Molecule Studio.